Hallo und herzlich willkommen beim Flauschigen Einhorn. Heute zeige ich dir, wie du den Kopf für einen ohne Zahn Amigurumi häkeln kannst. Und nicht wundern, ich zeige dir das Ganze in weiß und nicht in schwarz, wie es eigentlich sein sollte, damit du die Maschen besser nachverfolgen kannst. Streng genommen haben wir also keinen Nachtschattendrachen hier zu fassen, sondern einen Morgenlichtdrachen. Los geht's mit einer Luftmaschenkette und 6 Luftmaschen. Dazu machst du einen Fadenring, führst dann deine Häkelnadel ein, holst den Faden durch deine Anfangsschlaufe durch, hast die erste Luftmasche. Faden wieder durchholen für die zweite Luftmasche, Faden nochmal durchholen für die dritte Luftmasche und so machst du insgesamt 6 Luftmaschen. In der zweiten Runde überspringst du eine Luftmasche, fängst also mit der zweiten Luftmasche von der Nadel aus gesehen an und machst eine feste Masche. Dazu holst du den Faden durch und durch die 2 Schlaufen, die dann entstehen, holst du den Faden nochmal durch. Das machst du zweimal in die erste Luftmasche, dann jeweils einmal in die folgenden 3 Luftmaschen und in die letzte Luftmasche oder die erste deiner Luftmaschenkette machst du insgesamt 4 feste Maschen. Damit häkelst du dich quasi auf die andere Seite der Luftmaschenkette. 4 Stück. Und dann häkelst du zurück mit 3 einfachen Maschen. Ich lasse dann den Anfangsfaden, wie ihr seht, einfach immer so mitlaufen und häkel da drum herum. Dann ist er quasi gleich mit vernäht. Das ist ganz praktisch. Musst du aber auch nicht machen. Das ist ganz wie du magst. Und dann eben 3 einfache feste Maschen. Und in die letzte kommen wieder 2 feste Maschen. Also genauso wie du angefangen hast. Auch hier wieder 2 feste Maschen und deine zweite Runde ist fertig. In der nächsten Runde verdoppelst du die ersten beiden Maschen der Vorrunde. Das heißt, du häkelst 2 feste Maschen in die erste Masche und auch 2 feste Maschen in die zweite Masche. Dann häkelst du 3 einfache feste Maschen. Dann kommen auch wieder 2 Verdoppelungen, also wieder 2 feste Maschen in die nächste Masche. Und in die darauf folgende auch wieder 2 feste Maschen häkeln. Und dann geht es weiter mit festen Maschen bis zum runden Ende. Das bedeutet, dass du jetzt noch 7 einzelne feste Maschen häkelst. Und damit müsstest du dann am Ende dieser dritten Runde 18 feste Maschen in deiner Runde haben. In der nächsten Runde beginnst du mit einer einfachen festen Masche und häkelst dann eine Verdoppelung, also 2 feste Maschen in die nächste und damit setzt du eine Verdoppelung genau über die Verdoppelung der Vorrunde. Dann häkelst du wieder eine feste Masche und dann wieder über die Verdoppelung der Vorrunde, auch in dieser Runde eine Verdoppelung, also 2 feste Maschen in die nächste. Dann kommen 4 einzelne feste Maschen, bis du bei der Verdoppelung der Vorrunde angelangt bist. Und dann verdoppelst du auch wieder. Das heißt auch wieder 2 feste Maschen über die Verdoppelung der Vorrunde setzen. Dann eine feste Masche und dann bist du wieder bei der nächsten Verdoppelung, also 2 feste Maschen in die nächste Masche setzen. Und dann bis zum runden Ende einfache feste Maschen. Das sind auch wieder 7 feste Maschen. Und dann solltest du am Ende dieser Runde bei 22 festen Maschen angelangt sein. Die nächste Runde beginnst du mit 2 festen Maschen und dann kommt wieder eine Verdoppelung über die Verdoppelung der Vorrunde, also 2 feste Maschen in die dritte Masche dieser Runde häkeln. Dann wieder 2 einfache feste Maschen, dann wieder verdoppeln, also wieder 2 feste Maschen in die nächste Masche. Dann folgen wieder 4 einzelne feste Maschen.
Dann verdoppelst du, also 2 feste Maschen in die nächste Masche. Dann kommen 2 einfache feste Maschen. Dann wieder eine Verdoppelung, also 2 feste Maschen in die nächste. Und dann bis zum runden Ende einfache feste Maschen, also noch 8 feste Maschen. Und dann solltest du am Ende 26 Maschen in deiner Runde haben. In der nächsten Runde, inzwischen sind wir bei Runde 6 angelangt, fängst du mit 3 einfachen festen Maschen an. Dann kommt wieder die Verdoppelung über die Verdoppelung der Vorrunde, also 2 feste Maschen in die 4. Masche dieser Runde. Dann wieder 3 einfache feste Maschen. Und dann wieder verdoppeln. Also wieder 2 feste Maschen in die nächste Masche reinsetzen. Jetzt kommen 5 einfache feste Maschen quer rüber. Also eine mehr als in der Vorrunde an dieser Stelle. 5 einfache feste Maschen. Oh, hier muss ich einmal gerade meinen Faden etwas verlängern. Und dann folgt wieder die Verdoppelung, also wieder 2 feste Maschen in die nächste feste Masche. Danach häkelst du 3 einfache feste Maschen. Und dann auch wieder eine Verdoppelung, also 2 Maschen in die nächste Masche. Und dann kommen wieder einfache feste Maschen bis zum runden Ende. Das heißt, das sind in dieser Runde auch wieder 8 feste Maschen. Und dann müsstest du auf 30 feste Maschen insgesamt in deiner Runde kommen. Die nächste Runde beginnst du mit 4 einfachen festen Maschen. Und jetzt kommt ein etwas anderes Muster für die Wangen. Häkelst du jetzt nämlich 3 feste Maschen in die nächste Masche rein. Also keine Verdoppelung, sondern eine Verdreifachung der nächsten Masche. Einfach 3 feste Maschen immer in dieselbe Masche eingestochen. Dann kommen wieder 4 einfache feste Maschen. Und wenn du das hast, wieder eine Verdoppelung über die Verdoppelung der Vorrunde, also wieder 2 feste Maschen in die nächste Masche. Quer rüber 5 einfache feste Maschen, auch das wie in der Vorrunde. Und dann kommt wieder eine Verdoppelung, also wieder 2 feste Maschen in die nächste feste Masche setzen. Es folgen 4 einfache feste Maschen. Und dann sind wir wieder über der Verdoppelung der Vorrunde und da kommen diesmal auch wieder 3 feste Maschen rein, also genau wie auf der anderen Seite. Auch eine Verdreifachung mit 3 festen Maschen über die Verdoppelung der Vorrunde. Und dann häkelst du einfache feste Maschen bis zum runden Ende. Das sind in dieser Runde noch 9 feste Maschen und damit landest du bei 36 Maschen in deiner Runde.
Die nächste Runde startest du mit 5 einfachen festen Maschen. Dann kommt in die mittlere Masche der Verdreifachung auch wieder eine Verdreifachung. Also in die 6. Masche dieser Runde kommen 3 feste Maschen. Dann geht es weiter mit 6 einfachen festen Maschen. Und dann kommt auch wieder eine Verdoppelung, also 2 feste Maschen in die nächste Masche. Quer rüber kommen 5 einfache feste Maschen. Dann wieder eine Verdoppelung, also wieder 2 feste Maschen in die nächste Masche setzen. Danach kommen wieder 6 feste Maschen. Sechs einfache feste Maschen, bis wir bei der mittleren Masche der Verdreifachung der Vorrunde angelangt sind. Jetzt muss ich hier gerade noch mal ein bisschen nachschärfen, damit ihr das besser sehen könnt. Denn gleich kommt die Verdreifachung. Und da kommt dann in die 7. Masche quasi, also seit der Verdoppelung, kommen dann auch wieder 3 feste Maschen rein, wie du es inzwischen schon gewohnt bist. Und dann häkelst du einfache feste Maschen bis zum runden Ende. Und das sind in dieser Runde noch 10 feste Maschen, sodass du insgesamt bei 42 Maschen in dieser Runde landest. Jetzt folgen 3 Runden, in denen wir jeweils 2 Verdoppelungen hier oben hinsetzen, damit sich der Kopf schön nach oben wölbt. Das heißt, in der nächsten Runde beginnen wir mit 15 einfachen festen Maschen. Also an der Seite wird jetzt nichts mehr zugenommen. Die Wangen sind jetzt quasi fertig. Und wir häkeln 15 einfache feste Maschen. Also du wirst jetzt merken, dass in den nächsten Runden sich das jetzt langsam nach hinten zieht hier an der Stelle und sich die Wange richtig schön ausprägt. Und damit der Kopf sich schön nach oben hin hochwölbt, kommt jetzt an die Stelle der 16. Masche kommt eine Verdoppelung. Also in die 16. Masche dieser Runde kommen 2 feste Maschen. Dann häkelst du 5 einfache Maschen gerade rüber. Und dann kommt auch wieder eine Verdoppelung. Und um die Runde abzuschließen, machst du dann noch 20 einfache feste Maschen bis zum runden Ende. 20 ganz einfache feste Maschen. Und dann landest du am Ende bei 44 festen Maschen in dieser Runde.
Die nächste Runde funktioniert im Prinzip genauso, nur dass sich die Maschenzahlen durch die Verdoppelung der Vorrunde leicht verändern. Wir beginnen diesmal mit 16 festen Maschen. Also auch wieder einfach hier an den Wangen vorbei häkeln, die sich jetzt so nach und nach hinten ziehen und das Gesicht wird auch nach und nach deutlicher. Und in die 17. Masche dieser Runde häkelst du dann deine Verdoppelung, also in die 17. Masche dieser Runde kommen 2 feste Maschen. Quer rüber kommen auch wieder 5 einfache feste Maschen. Also genau wie in der Vorrunde zwischen den beiden Verdoppelungen 5 einfache feste Maschen häkeln. Und dann kommt auch wieder eine Verdoppelung. Und bis zum runden Ende kommen jetzt noch einfache feste Maschen. Das sind in dieser Runde 21 feste Maschen, bis die Runde beendet ist. Und dann landen wir bei 46 festen Maschen. Es wird von diesem Video übrigens auch noch eine schnellere Version geben. Das heißt, wenn du jetzt ungefähr weißt, wie das Muster ist, beziehungsweise auch wie die festen Maschen funktionieren, die Verdoppelung, die Verdreifachung, kannst du jederzeit in die schnellere Version dieses Videos, dieser Anleitung, wechseln. Aber du kannst natürlich auch gerne hier bei diesem Crochet Along bleiben und mit mir zusammen jede feste Masche häkeln, die sich in einer Runde befindet, wo entweder Verdoppelung oder Abnahmen sind. Also in diesem Video wird jede Masche gezeigt, die in einer Runde ist mit einer Verdoppelung oder einer Abnahme. Und das übrigens auch in Echtzeit. Also nichts irgendwie fast forward oder irgendwie anderweitig bearbeitet. So sollte übrigens dein Häkelstück mittlerweile aussehen, ungefähr zumindest. Es folgt noch eine Runde, die dem gleichen Muster folgt, aber natürlich verändern sich die Maschenzahlen wieder leicht. Wir starten mit 18 festen Maschen. Und an dieser Stelle kann man schon richtig sehen, wie sich so nach und nach das Gesicht deines Amigurumi modelliert. Das finde ich immer besonders spannend, dass man irgendwie so langsam die Form erkennt, obwohl noch gar nichts gestopft ist. Und an dieser Stelle sind wir jetzt angelangt. Also zwischendurch ruhig mal eine kleine Pause machen und gucken, wie das Ganze inzwischen aussieht. Und wenn du denn bei der 19. Masche angelangt bist in dieser Runde, machst du deine Verdoppelung. Also die 19. Masche dieser Runde wird verdoppelt. Ich bin jetzt angelangt bei Masche Nummer 19. Das heißt, hier setze ich jetzt 2 feste Maschen rein, wie du siehst. Da kommen die 2 festen Maschen. Und dann 5 einfache feste Maschen quer rüber. Da ändert sich nichts zur Vorrunde. Und dann auch wieder eine Verdoppelung. Also 2 feste Maschen in die nächste Masche setzen. Und dann einfache feste Maschen bis zum runden Ende. Und das sind in dieser Runde noch 22 feste Maschen. Und dann solltest du am Ende 48 feste Maschen in dieser Runde haben. Bei 48 festen Maschen müsstest du also insgesamt landen, wenn du diese Runde abgeschlossen hast.
Und dann folgen 9 Runden mit einfachen festen Maschen, also 9 mal 48 Maschen. Und das ist das einzige Mal in diesem Video, dass ich eine Pause mache und euch allein lasse, denn diese 9 einfachen Runden kriegt ihr auch ohne mich hin. In Runde 21 fangen wir mit den regelmäßigen Abnahmen an. Und da wir insgesamt 48 Maschen in unserer Runde haben, häkeln wir jede 7. und 8. Masche zusammen. Also wir beginnen mit 6 einfachen festen Maschen und dann folgt eine Abnahme. Ich nutze dazu eine Technik, die sich unsichtbare Abnahmetechnik nennt und die man also, wie der Name schon sagt, nicht besonders gut sehen kann am Ende. Das sieht also schön aus. Und die geht so. Du stichst in die vordere Schlaufe der ersten Masche, dann in die vordere Schlaufe der zweiten Masche, sodass es so aussieht ungefähr. Dann ziehst du den Faden da durch, hast 2 Schlaufen auf deiner Nadel und ziehst den Faden nochmal durch diese beiden Schlaufen. Dann kommen wieder 6 feste Maschen. Und dann auch wieder eine unsichtbare Abnahme, vordere Schlaufe der ersten Masche und vordere Schlaufe der zweiten Masche auf die Nadel holen, Faden durchholen und Faden nochmal durch die beiden Schlaufen, die du dann auf der Nadel hast, durchholen. Und das machst du jetzt mit jeder 7. und 8. Masche, bis die Runde beendet ist. Also insgesamt 6 Mal, 2 haben wir schon, bleiben also noch 4 Mal jede 7. und 8. Masche zusammenhäkeln oder anders gesagt immer 6 einfache feste Maschen machen und dann eine unsichtbare Abnahme häkeln. In der nächsten Runde haben wir dann nur noch 42 feste Maschen zu behäkeln und davon häkeln wir jede 6. und 7. Masche zusammen oder anders ausgedrückt, wir häkeln immer 5 feste Maschen und machen dann eine unsichtbare Abnahme. Natürlich kannst du auch jede andere Abnahmetechnik nutzen, die dir besonders liegt. Ich mag für Amigurumi diese Technik am liebsten, weil man sie am Ende eben von außen nicht so sehr sehen kann. 5 feste Maschen bis zur nächsten Abnahme und dann die 6. und 7. Masche auch wieder zusammenhäkeln. Und das Ganze machst du auch wieder insgesamt 6 Mal in der Runde, sodass du am Ende dann noch 36 feste Maschen in deiner Runde hast. Also immer 5 feste Maschen häkeln und dann eine Abnahme arbeiten oder anders ausgedrückt, in dieser Runde jede 6. und 7. Masche zusammenhäkeln, sodass wir uns bei 36 Maschen am Ende treffen.
In der nächsten Runde häkelst du dann jede 5. und 6. Masche zusammen. Und das bedeutet natürlich anders ausgedrückt, dass du mit 4 festen Maschen anfängst und dann eine Abnahme arbeitest. In der unsichtbaren Abnahmetechnik oder jeder anderen Abnahmetechnik, die dir besonders gefällt. Dann wieder 4 feste Maschen, wieder eine Abnahme arbeiten und das Ganze machst du auch wieder insgesamt 6 Mal, sodass du am Ende der Runde noch 30 Maschen in deiner Runde hast. Es geht ganz regelmäßig weiter. Ihr habt vielleicht schon erkannt, dass man quasi sich jetzt dem einmal 6 entlang nach unten häkelt, also immer weniger Maschen in der Runde hat. Und das bedeutet natürlich, dass wir in der nächsten Runde jede 4. und 5. Masche zusammen häkeln, also immer 3 feste Maschen häkeln und dann eine Abnahme arbeiten, dann wieder 3 feste Maschen, wieder eine Abnahme arbeiten und das Ganze insgesamt auch wieder 6 Mal, sodass wir dann am Ende dieser Runde nur noch 24 feste Maschen in der Runde haben. Für mich ist das ein guter Zeitpunkt, um den Kopf auszustopfen. Und zwar wie immer ein bisschen Form auch dabei schon den Kopf und natürlich ordentlich feststopfen.
Dann sieht die Form nachher am schönsten aus. Das ist jetzt auch wieder übrigens ein Zeitraffer. Also in diesem Video nutze ich ja ansonsten keine Zeitraffer, nur wenn es um so ganz, ganz einfache Dinge wie das Stopfen geht. Und so sollte dein Kopf am Ende ungefähr aussehen. Dann geht es weiter mit unseren regelmäßigen Abnahmen. In der nächsten Runde häkeln wir jede dritte und vierte Masche zusammen. So, jetzt musste ich kurz überlegen, aber 24 Maschen haben wir noch in der Runde. Also jede dritte und vierte Masche zusammen häkeln oder anders ausgedrückt, immer 2 feste Maschen häkeln und dann eine Abnahme arbeiten. Wieder 2 feste Maschen machen, dann wieder eine Abnahme und das Ganze auch wieder insgesamt 6 Mal, sodass wir am Ende noch 18 feste Maschen in der Runde übrig haben. Am Ende dieser Runde, also wenn du nach der letzten Verdoppelung fertig bist, würde ich empfehlen, noch mal ein bisschen nachzustopfen, damit der Kopf nachher auch schön fest und ordentlich gestopft ist. Also ab jetzt kannst du eigentlich nach jeder Runde noch mal ein bisschen nachstopfen. In der nächsten Runde häkelst du dann jede zweite und dritte Masche zusammen. Also arbeitest du immer eine feste Masche, eine Abnahme, dann wieder eine feste Masche und dann wieder eine Abnahme, sodass du dann am Ende dieser Runde nur noch 12 Maschen übrig hast. Und dann, wie schon bei der letzten Runde gesagt, nach der letzten Abnahme auch noch mal ein bisschen nachstopfen, sodass dein Amigurumi auch eine richtig schöne Form hat und richtig schön formstabil auch ist. Dabei auch immer ruhig ein bisschen knuffen und puffen, bis es wirklich in der richtigen Form ist, so wie es dir gefällt. In der nächsten Runde häkelst du 6 mal 2 Maschen zusammen oder arbeitest 6 Abnahmen, sodass du am Ende dieser Runde dann nur noch 6 Maschen in der Runde übrig hast, beziehungsweise so, dass sich der Kopf dann jetzt auch langsam schließt, denn das ist schon die letzte Runde, bei der wir angelangt sind. Also einfach 6 mal 2 Maschen zusammenhäkeln.
Dann kannst du den Faden abschneiden und jetzt zeige ich noch, wie ich immer gerne Fäden vernähe. Natürlich einmal auf die Nadel friemeln. Und dann mache ich das so, zumindest wenn man so gerade Abnahmen hat und so eine runde Öffnung, dass ich immer in die vordere Schlaufe der Maschen einsteche. Und zwar nur in die ersten Maschen bis auf die letzte, also in diesem Fall in die ersten 5 Maschen. Immer in die vordere Schlaufe einstechen. Wenn du das 5-mal gemacht hast, kannst du den Faden ordentlich zusammenziehen, dann schließt sich das Loch. Ja, ordentlich ziehen. Und dann kannst du die vordere Schlaufe der letzten Masche nutzen, um das Ganze noch ein bisschen zu verknoten. Also da mache ich dann nochmal einen Knoten rein und dann stichst du den Faden einfach irgendwo in den Kopf rein. Und dabei musst du immer darauf achten, dass der Knoten auch mit im Kopf verschwindet. Das macht meistens so ein leichtes Plopp. Und dann kannst du sicher sein, dass der Knoten gut vernäht ist. Das Ganze abschneiden und fertig bist du mit dem Kopf für dein ohne Zahn Amigurumi. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und heute bin ich besonders gespannt auf eure Kommentare, denn mich würde mal interessieren, wie euch diese All-In-Anleitung gefallen hat oder dieses Crochet Along, das ja viel langsamer ist als meine sonstigen Anleitungen. Im nächsten Teil zeige ich dann, wie ihr die Ohren und Hörner macht und freue mich natürlich darauf, euch hier wiederzusehen.